Der in Schweden und Dänemark aufgewachsene Wahlhamburger Mark Holste veröffentlichte zwischen 1999 und 2002 zusammen mit Olaf Kuhl unter dem Pseudonym Submania Egmore auf den Labels Background Records, Aspik und Funkfahrt. Durch selbstveranstaltete Partys avancierte er zum gefragten DJ im Göttinger Nachtleben. Und nach seinem Umzug nach Hamburg rief er 2004 zusammen mit Stefan Krause das Musikprojekt Bolcher ins Leben. Höchste Zeit also, Mark Holste und Bolcher einmal vorzustellen. Meine ersten Berührungspunkte mit elektronischer Musik war so 83, 84. Eine Party vom Schulfreund damals, lief Speak and Spell, Depeche Mode rauf und runter. Das war nicht so der Anfang, die Initialzündung. Meine DJ-Karriere, die begann eigentlich halt später. Das war so 95. Göttingen damals, auch wieder vom Freund CD bekommen. Chilling, Hard Trance nicht, also so Chilling Trance-Sachen war das eher. War dann so auf Hard-Trance-Partys, was da damals dann auch hoch im Kurs war, Chicago House gehört. Auch damals Gelegenheit gehabt, einen Plattenladen mit einzusteigen und auf Partys gegangen, fand das sehr faszinierend und daraufhin auch Plattenspieler gekauft, kam günstig daran natürlich über den Laden. Hab dann angefangen aufzulegen. Mein Musikstil, jetzt aktuell schwer zu sagen, abwechslungsreich. Also ich lege mich da nicht so fest. Grob kann man sagen, House, Techno, Elektro, so in dem Bereich bewegt sich das. Also ich gucke schon, dass ich da in meinem Set so einen gewissen Spannungsbogen erzeuge. Also ich jetzt nicht einfach platt 2-3 Stunden nur jetzt so minimal Techno auflege, sondern schon, dass da so ein Spannungsbogen reinkommt und neue Sachen, auch mal ein alter Elektroklassiker dabei ist. Je nachdem, also ich lege auch andere Sachen in der Bar auf als im Club auch. Je nachdem fange ich an, lege ich zu Peaktime auf oder morgens um 5. Ist schon unterschiedlich. Das war eigentlich meine Idee als alter Däne, wie ich schon fast sage. Da hatte ich bei einer ersten Sessions eine Bonbon-Tüte dabei, eine dänische, und da stand halt Bolcher drauf, die altdänische Schreibweise, und fanden den Laden lustig und passte auch so ein bisschen zum Sound. Haben wir einfach genommen, erstmal so. Zum Produzieren kamen wir, das war 2003, da haben wir mit Bolcher angefangen.
Und bei mir war es schon so, dass ich 1988 habe ich angefangen Musik zu machen. Mein erstes Techno-Projekt gehabt, was eigentlich, das war eher so Trance-Techno, kam dann zu Breakbeats, zum Drum Bass, zu Elektronika. Hab Techno aus den Augen verloren und durch Marc, weil der in der Minimal-Techno-Szene als DJ aktiv ist und sich da auskennt, der viel auflegt, habe ich wieder zum Minimal-Sound gefunden. Und wie lässt sich unser Sound charakterisieren? Ja, machen schon mal grob Techno, will ich einfach mal zu sagen. Wobei das schon sehr unterschiedlich ist. Also wir sind da nicht so festgelegt auf einen gewissen Stil oder eine Richtung. Also das ist je nach Stimmung abhängig oder was für Ausgangsmaterial wir haben. Da bringe ich mal irgendwelche Samples oder Loops mit, die wir dann verarbeiten. Ja. Da fließt auch mal so Drum-Bass-Geschichten von ihm ein, dass wir da so einen Basslauf von Rawtech nehmen, den runterpitchen und auch einbauen. Ist mal rougher, mal auch ein bisschen melodiöser, mal ruhig, mal laut, mal... Wichtig ist der Spaßfaktor, den wir bei diesem Projekt haben. Ja, auf jeden Fall, ja.